Hey Kinder, willkommen in der Endzeit, willkommen zurück. Metroid oder Vania? War nie eine große Frage für mich. Also ich habe eigentlich, wenn ein Spiel diese Kriterien erfüllt hat, war es für mich eigentlich immer ein Metroid-Klon, aber der Begriff Metroidvania ist eigentlich ja schon heute ein sehr beliebter von der Industrie und gibt ja tausende Indie-Spiele, die den Erfolg der zwei großen Serien danach eifern. Aber Mitte 2000, Anfang 2000 war das noch nicht so ein Ding. Und da habe ich mir heute ein paar Handheld-Spiele rausgesucht, die den Spirit von den zwei schönen Spielen nacheifern. Viel Spaß! So Kinder, was haben wir heute Schönes im Programm? Anfangen möchte ich mit Nightmare Before Christmas. Das ist interessanterweise bestimmt so 10 Jahre nach dem eigentlichen Film rausgekommen. Und schön, außerhalb von dem schönen Hologrammcover, das wurde von Tose programmiert. Weiter geht's mit Fantastic Children. Das ist heute der einzige Japan-Only-Release. Und das Cover und das Artwork werden es euch wahrscheinlich verraten. Es ist auch wieder eine Lizenzumsetzung, diesmal von einem Anime. Die hellen Köpfe hinter dem Spiel waren Indie Creates. US, Japan, jetzt PAL. Heute ist doch für jeden was dabei. Und ihr seht richtig oben Shaman King, wieder eine Lizenzumsetzung zu einem Anime, ist tatsächlich von Konami. Und was noch viel unglaublicher ist, es hat genau dieselbe Engine wie die anderen Castlevanias auf dem Game Boy Advanced. Und das Erfreuliche, der erste Shaman King war anscheinend so erfolgreich von Konami, dass sie einen zweiten Teil nachgeschoben haben. Also gibt es nicht nur 3 Castlevania fürs GBA, sondern wenn ihr die Belmonts weglässt, sind sogar 5 schöne Spielchen. Also, let's get busy, genug schöne Covers gezeigt. Fangen wir an! Hier comes Jack. Und wie ihr seht, hat es nicht nur Jack in The Nightmare Before Christmas geschafft, sondern allerlei andere bekannte Charaktere aus dem Film. Und besonders erfreulich, obwohl das Spiel so viele Jahre nach dem Film gekommen ist, weist es ähnliche Qualitäten auf und hat nichts mit den Gurken von den aktuellen Tim Burton-Filmen gemeinsam. Wenn wir gleich mal bei dem Titel der heutigen Folge bleiben möchten, Nightmare ist wesentlich mehr Metroid als Vania. Also auf dieses Level aufsteigen mit Erfahrungspunkten wird hier komplett verzichtet. Die Regeln gehen hier viel mehr nach Metroid. Auch die Energie könnt ihr mit solchen Schrumpfköpfen, die den Energietanks in Metroid gleichkommen, immer dann eine Stufe erhöhen. Sehr charmant ist, dass die gesamten Endbosse auch immer mit einem kleinen Intro angedeutet werden. Das hat mir irgendwie immer gut gefallen. Ob das jetzt bei Devil May Cry oder sowas war. So eine kleine Einleitung trägt immer der Atmosphäre bei. Sonst sind die Angriffspatterns, die ihr erstmal auswendig lernen müsst und euch darauf vorbereitet, eigentlich auch durchweg gut und genau das, was man eigentlich von einem schönen 2D-Boss erwarten will. Stage clear. Die Animationen von Jack sind echt eigentlich auch wirklich klasse. Vor allem auch, wenn er sich immer so eine Klippe hochzieht, so spinnenähnlich. Hat Tose hier schon ganz gut gemacht. Und auch die Farbwahl, also von vielen Sprites, wenn die auch mehr so NES oder Neo Geo Pocket am Anfang rüberkommt, weil irgendwie so gefühlt haben viele Gegner bloß so 3, 4, 5 Farben.
kommt es den düsteren Levels eigentlich zugute. Manchmal ist weniger auch mehr. Gleich so eine fiese Rockman Mega Man 2 Wily Stage Leiter. Ich muss auch sagen, insgesamt sind die Jump'n'Run-Passagen auch wesentlich anspruchsvoller als was einen so die normalen Symphony of the Night Teile um die Ohren werfen. An den elektrischen Stühlen könnt ihr eure Energie auffüllen und an den Vogelscheuchen dürft ihr speichern. Hier ist dann eine der berühmten Stellen aus dem Genre, wo man natürlich erst die richtige Fähigkeit oder Waffe braucht, um weiterzukommen. Ohne Backtracking funktionieren diese Spiele nicht. Und so ist auch die ganze Welt aufgebaut. Also der Haupthub ist Halloween Town. Von denen aus könnt ihr dann in die anderen Bezirke der Stadt vordringen. Und wenn ihr dann in eine Tür reingeht, das ist dann auch so ähnlich wie in, keine Ahnung, Mario 64, sind dann diese Welten auch nochmal so in so Mini-Dungeons unterteilt. Wie jetzt hier, ich denke mal, das könnte mein Haus sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier gerade Zero gefunden. Und mit ihm und gibt es jetzt auch gleich so eine kleine Space Harrier Minispiel, wo ich dann aus dem Kamin raus kann, um weiterzukommen. Und solche Minispiele gibt es, glaube ich, so 3, 4. Ist eigentlich ganz nett gemacht. Wenn ihr Zero dann dabei habt und seine Nase leuchtet, ist auch irgendwo immer ein Secret oder ein Hint versteckt. Nightmare war ein sehr spätes GBA-Spiel, kam erst 2005 raus. Da gab es den DS schon lange. Und ja, programmiert hat das Spiel Tose. Das ist die kleine Firma, die eigentlich nie direkt mit ihren eigentlichen Namen erwähnt wird. Das einzige Spiel, wo sie sich dann Credit gegeben lassen haben, das war das Legendary Starfy für GBA und DS, wo man diesen kleinen Seestern spielt. Aber sonst arbeitet Tose nie unter ihrem eigenen Namen und das ist einer von diesen Ninja-Entwicklern. Unter anderem haben die zum Beispiel Super Princess Peach oder Rocket Slime gemacht. Das Ghosts and Goblins Maikamura für PSP, Thousand Arms, PlayStation 1. Lasst mich überlegen. Gerade auch ganz aktuell das World of Final Fantasy für PS4 und Vita war auch von denen. Also die wissen schon, wie man gute Spiele macht. Nightmare Before Christmas macht auf jeden Fall wenig falsch, was man von einem waschechten Metroid-Klon erwartet und ist wesentlich kompetenter als die ganzen Indies aller Shadow Complex und Co. Kann ich euch ans Herz legen. Fantastic Children. That's a strange one. Also Infos findet ihr über dieses Spiel fast gar keine im Netz. Und also es passt zwar in das Metroidvania-Genre, aber es hat mit den 2 großen Vorbildern nicht viel zu tun. Die Steuerung ist eher mehr so Prince of Persia ähnlich. Und was mich auch vor vielen Jahren sehr verwirrt hat, ihr habt keine Möglichkeit, die Feinde zu Beginn anzugreifen. Also Run and Hide, mehr bleibt euch nicht übrig. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, ist Fantastic Children auch eine Anime-Lizenzumsetzung von Bandai. Ich kann euch zu dem Anime selber nicht viel sagen, also bloß das, was ich jetzt hier gesehen habe, das sieht sehr nach Nadia oder Ghiblis Laputa Castle in the Sky aus. Über den Anime selber findet man auch nicht so viele Infos, aber die paar Fetzen, die man liest, sieht so aus, dass das eigentlich schon in die Richtung von den 2 erwähnten Vorbildern geht, was ich gesagt habe. Also ist vielleicht ein Blick wert.
Rein optisch kann sich das Ganze auch sehen lassen. Also ihr habt wirklich echt butterweiche Animationen, schöne Hintergründe, originelle Feinde. Ja, aber ja, das Verrückte ist halt das Kämpfen selber. Wenn ihr jetzt nicht gerade auf irgendeine Schlange oder Spinne trefft, sondern auf einen menschlichen Gegner, hat mich das am Anfang doch sehr an Pokémon erinnert, wo ihr auf einen Trainer stoßt und dann so zu einem Rollenspiel ähnlichen Kampf wechselt. Aber ihr habt jetzt hier keine Monster zum Kämpfen, sondern kämpft mit so einer Art Schere, Stein, Papier-Methode, wo ihr eine Mischung aus Punch, Kick und Chop auswählen könnt, plus noch eine verschiedenen Zusatzfähigkeiten. Und da ist es jetzt halt zum Beispiel, dass jetzt Punch, Kick schlägt und dann immer weiter die Energieleiste des Gegners dezimiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man dieses Kampfgenre nennt, aber auf PC Engine oder Super Famicom gab es einige solche Spiele. Ist eigentlich doch ganz fordernd, weil ihr oder der Gegner kann die Attacke bis zum letzten Moment herauszögern und so müsst ihr eigentlich immer auf der Hut sein, dass es dann doch ziemlich abwechslungsreich ist. Ihr kriegt auch jede Menge neue Fähigkeiten dazu, wie jetzt irgendwie so 2 Kicks, die dann jetzt ein bisschen schwächer sind, aber dann irgendwie noch eine andere Attacke canceln und ihr könnt dann solche Strikers noch reinrufen und ja, also so einfach dreimal dasselbe Karte nehmen, dass es weitergeht, könnt ihr vergessen. Hat mir dann doch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Die übliche Karte gibt es natürlich auch, wie man sie aus Symphony of the Night oder Metroid kennt. Es gibt auch viele kleinere und größere Rätsel und Puzzleinlagen, die das ganze Spiel auffordern. Sind auch viele echt clever gemacht. Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut. Man denkt eigentlich, dass dieser Block bloß da ist, um diese Schatztruhe oben links zu plündern. Aber nee, das geht noch viel weiter. Das gibt dann so ein Geheimnis noch im Geheimraum. Wenn man den Block jetzt noch ein ganzes Eck weiter schiebt, gibt es dann noch ein größeres Geheimnis. Das ist dann eigentlich auch immer so die alte Nintendo-Schule, die man immer mehr vermisst heute, aber hat mich gefreut, dann so eine Kleinigkeit hier zu sehen. Fantastic Children schafft es, den gewohnten Actionanteil, den man jetzt von Metroid oder Symphony of the Night kennt, gekonnt mit Rollenspielkämpfen und kleineren Puzzleinlagen auszutauschen, so dass es zwar ein Metroidvania bleibt, aber irgendwie seinen ganz eigenen Touch verleiht. Man merkt auf jeden Fall ziemlich schnell, dass die Leute, die hinter dem Spiel standen, keine Amateure in Sachen Metroidvania waren. Gemacht wurde nämlich Fantastic Children von Indie Creates. Das ist natürlich die Truppe, die die ganzen Mega Man, Rockman Zeroes für ein GBA gemacht haben und dann auch später die ZX-Teile und Teil 9 und 10 und die auch gerade aktuell mit dem quasi Symphony of the Night Nachfolger Bloodstained beschäftigt sind, der dann hoffentlich auch mal bald erscheint. Fantastic Children ist für mich ganz klar eins von den Spielen, die in die Kategorie fällt, Liebe auf den zweiten Blick. Also diese Prince of Persia Steuerung mit so Festhangeln und sowas, da bin ich immer nicht der größte Freund von. Und auch die Rollenspielähnlichen Kämpfe haben mich das erste Mal mehr abgeschreckt, als dass sie mich gefallen haben. Und auch diese komischen Kristalle, die ihr irgendwie seht und 2-3 Stunden einsammelt, bleibt euch der Sinn auch erstmal komplett verborgen, was ihr damit macht. Aber dann jetzt später, was ihr hier seht, dann eilt euch dann irgendwo so ein Roboter zur Hilfe, der dann die Feinde eliminieren kann. Die Attacke kostet halt dann immer ungefähr so
10 Kristalle, was dann gleich kommt, wenn ihr dann in einem Castlevania einmal die Peitsche schwingt, um irgendwelche Fledermäuse oder Zombies zu töten. Fantastic Children verwebt die bekannten Metroidvania Backtracking-Elemente doch zu etwas Neuen und Ungewohnten und ist jetzt halt auch ohne, dass ich eine Komplettlösung online gefunden habe oder dass es einen Translation-Patch gibt, mit ein bisschen Hirnschmalz gut spielbar. Und bin ich mir relativ sicher, wird mal eins der gesuchteren GBA-Spiele in ein paar Jahren sein. Konami. War da nicht mal irgendwas? Castlevania? Kennt das noch irgendjemand? Ich kann euch gleich beruhigen, auch wenn es wieder nach einer Anime-Umsetzung aussieht, aber hier Shaman King Master of Spirits ist eins von den Spielen, wo Konami viele in den 2000ern rausgehauen hat, die grundsolide waren, aber keiner sich dafür interessiert hat. Denkt euch doch einfach mal den Schädel von dem Anime-Buben hier weg und steckt einen Bellbond rein, auch gepaart mit der Musik, die man so im Hintergrund hört. An was erinnert das wohl einen? Yep, ganz genau richtig gedacht. Das ist genau dieselbe Engine mit demselben Spielprinzip, wie sie jedes der Game Boy Advance Draculas von Konami hat. Backtracking, Level aufsteigen, alles dabei und sieht auch so aus, als ob das jetzt dann auch schon die Engine von Aria of Sorrow ist. Also sieht wesentlich besser aus als Circle of the Moon und Harmony of Dissonance. Wenn wir bei Aria of Sorrow sind, haben sie sich auch dieses Seelenklau-System davon geborgt, die ihr jetzt aktiv nutzen könnt, um den Angriff des Monsters dann als Angriff nutzen zu können oder auch passiv, um eure Defense zu erhöhen oder später dann auch jetzt mit Spezialfähigkeiten, die ihr von Endbossen dann lernt, wie der hier. Das ist zwar jetzt auch schon sehr wieder Anime-like mit diesem Yankee-Roller, aber mit dem Regen im Hintergrund sieht doch alles echt ganz nett aus. Angriffspattern sind auch okay. Muss man schon ein bisschen überlegen. Habe ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht das erste Mal geschafft, den Platz zu machen. Wenn ihr den besiegt habt, kriegt ihr aber eine von diesen Spezialfähigkeiten, wo ihr dann Kisten schieben könnt, um an höhere Plattformen zu kommen. Die Oberweltkarte macht das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher als so ein riesiges verwobenes Schloss zu haben, aber ihr müsst dann trotzdem wieder durch jeden Punkt durchmarschieren. Wenn ihr auf der Karte seid, könnt ihr auch jederzeit in den Shop gehen und euch Health Items kaufen und neue Slots für eure Seelen oder auch ganz einfach speichern. Die Oberwelt oder der Aufbau von Shaman King erinnert mich auch ein bisschen an Simon's Quest, weil also ihr habt da auch schon so eine ähnliche Weltkarte, wo einfach mal 3, 4 Screens jetzt nicht so wirklich viel kommen, die einfach halt ein Gebiet verbinden, aber es gibt dann auch noch diese richtige Dungeon oder Schlösser, die dann viele Screens groß sind und wo man dann auch schon zwingend immer die jeweilige Fähigkeit braucht, um eine Stelle zu meistern. Das gepaart mit den ganzen Skeletten und Fledermäusen, die euch dann oft um die Ohren gehauen werden, ist es doch eine schöne kleine Alternative
für all die Leute, die alle Dracula schon in- und auswendig kennen. I'm out of energy. Anna's gonna be so mad at me. Neues Spiel? Nicht wirklich. Aber anscheinend war Shaman King Master of Spirits so erfolgreich, dass Konami der Serie sogar noch einen zweiten Teil spendiert hat. Und auch sehr interessant, beide Spiele, obwohl es eine urjapanische Serie von Shonen Jump ist und obwohl auch alle zwei Spiele in Japan gemacht und produziert worden sind, gibt es die nur in Europa und Amerika. Also es ist nie eine japanische Version in den Regalen gelandet. Das hat, denke ich mal, damit zu tun, dass die Anime-Serie im amerikanischen Kinderfernsehen erst ein paar Jahre später angelaufen ist. Und wo die Spiele dann gemacht worden sind, war die Serie in Japan schon alter Hut. Und gerade bei so Lizenzsachen, die die Leute kaufen, weil sie damit nichts verbinden können, ja, da müsst ihr schon auf so komische Kanäle wie meinen. Soll uns aber weiter nicht stören, weil der zweite Teil von Shaman King ist noch eine Ecke besser als der erste, wobei er jetzt auch nichts anders macht. Also jetzt auch gerade hier witzig, erster Endboss und ihr bekommt genau dieselbe Kistenschiebefähigkeit wie im ersten Teil. Es wurde sehr viel recycelt, nicht ganz so schlimm jetzt wie jetzt bei dem Harmony of Dissonance, wo es glaube ich keinen einzigen neuen Gegner gegeben hat, aber ja, also ich würde jetzt nicht empfehlen, dass ihr beide Spiele jetzt direkt hintereinander zockt. Wenn da so ein Jahr dazwischen ist, ist das, denke ich mal, halb so schlimm. Aber sonst wurden, glaube ich, schon irgendwie alle Seelen von Gegnern, die ihr einsammeln könnt, einfach hier komplett übernommen. Aber gut, der Rest wurde schon immer so ein bisschen fein getuned und man merkt auch, dass das jetzt die Konami B-Mannschaft war, die hier das ganze Spiel designt hat. Werden wahrscheinlich jetzt halt auch viele Azubis oder sowas irgendwie gewesen sein, aber die haben ihr Ding wirklich gemacht und das Spiel ist, finde ich, auch jetzt deutlich besser als diese meisten Indie-Versuche, die auf PSN oder auf Steam, die man für 15 € kaufen kann. Gerade mit den Bosskämpfen und sowas sind echt schöne Sachen dabei. Viele der Abschnitte, die jetzt zwei größere Levels verbinden, sind jetzt zwar kein Meisterwerk des Game Designs, aber schon drüber. Das ist am Ende echt voll okay und wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, könnt ihr für das kleine Geld, was dieses Spiel kostet, auf jeden Fall zugreifen. Und wenn ihr jetzt gerade in diese Symphony of the Night Ecke wollt, ist Shaman King 2 eine Empfehlung wert von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit ein paar interessanten Titeln die Endzeit versüßen und bis zum nächsten Mal.